ich bin Araike oder Araike, ist egal. Ich komme aus Italien. Also mein Vater kommt aus Brasilien und meine Mutter aus Italien. Ich bin in Genua geboren. Also ich bin nach Berlin gekommen, weil ich hatte das Gefühl, dass hier viel freier war. Berlin ist so eine Stadt, die sehr viel Kultur hat, also sehr viele Galerien, Museen und Veranstaltungen und so weiter. Also nicht, dass es in Italien nicht gibt, aber dort ist viel mehr akademisch und traditionell. Und ich habe das Gefühl, dass so in Berlin so viel zeitgenössischer und freier und offener ist. Ich bin hier seit 2,5 Jahren und ich lerne Deutsch immer noch, jeden Tag. Aber ich habe das hier gelernt. Also früher konnte ich das gar nicht. Und ich war in einer Schule hier und habe ich das sozusagen intensiv gelernt. Ja. Und dadurch, dass ich mit meinem Cousin zusammen gewohnt habe, der Deutsche ist, hat mir das sehr, sehr viel geholfen. Also um mich besser zu integrieren und so weiter. Ja. Also ich komme aus einer Familie, die sich sehr viel mit Kunst beschäftigt. Also deswegen war mir schon voll bewusst, dass so die schwierigste Sache in der Welt ist, also damit sozusagen zu leben. Deswegen, ich habe mich auch nie sozusagen gesagt, oh, ich muss unbedingt Künstler werden. Es kam einfach so, ja. Und also mein Opa war Maler und meine Mutter ist Schauspielerin, mein Onkel ist Architekt und der andere Onkel ist Bildhauer. Also alle sozusagen haben mich auch immer unterstützt und inspiriert, ja. Und ich habe angefangen, so mit 13 Jahren alt, in eine Comicschule zu zeichnen, weil ich damals sehr viel Comic mochte. Und dann war ich im Kunstgymnasium in Italien, da haben wir viel Aktzeichnen gemacht und Tonskulpturen, Gipse und so weiter. Also sehr akademisch. Und deswegen bin ich eigentlich hergekommen, weil ich wollte sozusagen ein bisschen mich freier fühlen und sozusagen meine eigene Sprache finden. Und ich glaube, ich habe doch nicht gefunden und ich bin immer noch bei der Suche und bin noch sehr jung, bin 21. Und für mich ist es ein großes Privileg, also hier zu sein, ein Studio zu haben und so weiter. Ich studiere an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, ich studiere dort Bildhauerei und ich habe versucht, auch mit denen hier auch die herzubringen und mit einem Künstler und Student, Joe, wir haben zusammen diese Dunkelkammer gebaut, genau. Und wir arbeiten zusammen, auch sehr ähnlich manchmal und das finde ich auch schön. Also ich arbeite mit Skulpturen lieber in der Kunsthochschule, weil das ist natürlich sehr staubig und es ist nicht so empfohlen, wenn man eine Dunkelkammer hat, weil dann kommt Staub und es ist nicht gut für die Fotos. Aber natürlich ist das, manchmal mache ich auch hier ein paar Skulpturen, kleine aus Ton oder so oder aus Kupfer. Ich versuche eigentlich manchmal beim Malen auch die Dreidimensionalität wieder herzubringen, weil ich das brauche irgendwie. Aber genau, ich habe noch viel zu lernen. Also bei meinem Studium bin ich gerade am Anfang sozusagen. Ich arbeite mit Analogfotografie gerne. Ich habe eine Dunkelkammer, entwickle die Fotos und dann oft arbeite ich von meinen Bildern sozusagen als Referenz. Ja, und das ist sozusagen mein Prozess. Ich fange von Fotografieren und dann beim Zeichnen und dann beim Malen. Aber nicht unbedingt, manchmal ist es auch umgekehrt. Ja, der Grund, warum ich die Leinwände selber entspanne, ist, dass ich habe das gelernt von einem Maler aus der USA, der hier war im Atelier auch. Er hat in dem anderen Raum gearbeitet. Und das ist natürlich viel besser, weil man spart Geld und auch kann man wirklich sich entscheiden, was für ein Format man will, was für ein Material. Und ja, wenn man so die fertige Leinwände kauft, dann ist nicht so immer garantiert, dass die Qualität gut ist und es kostet auch viel mehr. Ich bin hier durch Zufall gekommen, weil ich nie ein Studio bräuchte, wo ich arbeiten konnte, damit ich mich an der Uni bewerben konnte. Und das war aber, ich dachte, nur für einen Monat oder so, so sehr temporär. Und dann kam die Pandemie und dann bin ich hier länger geblieben und das war sozusagen mein Fluchtort. Ja. Ich habe das super toll gefunden, weil die Nachbarschaft ist sehr nett. Also ich habe sehr schnell mich sehr gut einverstanden mit den Nachbarn
und auch befreundet. Ich bin Teilnehmer von Kolonie-Wedding und wir sind sozusagen ein Netzwerk von verschiedenen Künstlern und Ateliers und es ist natürlich schön, wenn man sich nicht alleine fühlt. Ja. Also mein Alltag hier im Soliner Kiez ist eigentlich beim Arbeiten. Also wenn ich hier bin, dann arbeite ich. Natürlich ist es oft ablenkbar, wenn man eine Kneipe nebenan hat. Und manchmal natürlich gehe ich gerne ein Bier trinken mit ein paar Freunden dazu. Aber wenn einfach spontane Gespräche kommen, ich freue mich immer darüber. Und manchmal stehe ich auch stundenlang hier vor die Tür und rede und dann denke ich, oh nein, ich muss aber zur Arbeit gehen. Ja, ich finde hier schön. Ja, so gemischt, weil es so international auch ist. Ja. Wir bieten Workshops, Spendebasis und man kann Film entwickeln oder Fotoabzüge machen, alles analog, schwarz-weiß nur. Ja, ihr seid herzlich willkommen. Kommt vorbei.